Ja, da war am Anfang dieses total krasse Match und man hat total viel zusammen gemacht, aber plötzlich entwickelt sich diese angeblich super gute Freundin zum echten Problemfall, weil sie wirklich Tag und Nacht anruft und man gar keine Grenzen setzen kann. Oder da ist diese Schulfreundin, die man wirklich schon Jahre, Jahrzehnte kennt, aber man irgendwie merkt, dass diese Freundschaft nur daraus besteht, dass man sie besucht und sich um sie kümmert. Aber trotzdem schafft man es da nicht, seine klaren Grenzen zu setzen, weil man ja denkt, dass man wirklich was sehr Intensives und Tolles da verlieren könnte. Hi, ich bin Marie, schön, dass du da bist, vielleicht auch wieder da bist, ja. Ich habe heute geschrieben, das Thema Freunde aussortieren. Aussortieren klingt sehr radikal und sehr heftig. Es geht einfach darum, ja, mit stark narzisstischen Menschen ist eine Freundschaft nur selten sehr ausgewogen, sondern sehr unausgewogen. Und es macht dort tatsächlich Sinn, mal genauer hinzugucken und eben genau zu schauen, wen man in seinem engen Umfeld da haben möchte. Und das kann dann quasi sozusagen zum Aussortieren führen. Manchmal auch einfach dadurch, dass man seine Grenzen setzt. Ja, was macht überhaupt Freundschaften mit stark narzisstischen oder einfach Menschen, mit denen die einen einfach ausnutzen, zum Beispiel auch aus? Was sind typische Verhaltensweisen? Warum verhalten sich diese Menschen so? Warum macht man es überhaupt mit? Sollte man sich ja auch fragen. Und was kann man aber auch selber machen, um da klarer seine Grenzen zu setzen? Das alles verrate ich euch im heutigen Video und habe Tipps natürlich und 3 Fragen am Ende, die du natürlich auch selber stellen kannst. Wenn du eigene Gedanken hast zu diesem Thema, hast du da Erfahrungen gemacht? Hast du auch vielleicht Infos oder Tipps, die du an andere weitergeben möchtest? Schreib super gerne in die Kommentare, können wir uns natürlich auch austauschen. Ja, ich bin die Marie, ich betreibe seit vielen, vielen Jahren mit sehr viel Liebe diesen Kanal hier und ja, finde einfach, dass es wichtig ist, sich halt im engen Umfeld, gerade und Freunde sind eben im engen Umfeld, mit wirklich Menschen umgibt, die einem da auch gut tun. Und ihr wisst natürlich auch, ein Punkt macht hier noch lange kein krankes Gegenüber aus. Und wenn du noch mehr Infos haben willst zu diesem Thema Narzissmus, psychische Gesundheit, gesunder Selbstwert, abonniere super gerne meinen Kanal. Wie gesagt, jeden Samstag gibt es bei mir hier ein frisches Video und frischen Content. Und ja, wenn ihr mich schon kennt, wisst ihr das schon, dann forsche ich natürlich. Wenn ich ein Skript schreibe, schaue ich natürlich auch, was gibt es für Informationen. Ich will ja natürlich auch lernen. Und ich habe gerade zu diesem Thema echt eine super interessante Veröffentlichung gefunden, die ich euch nicht vorenthalten will. Deswegen steigen wir auch damit ein, nämlich so ein bisschen, wie Freundschaften wirken. Das fand ich nämlich gar nicht uninteressant. Und zwar heißt diese Veröffentlichung Die Psychologie der Freundschaft. Schöner Titel, oder? Habe ich euch hier unten verlinkt. Auf meinem Blog findet ihr es auch. Das ist die Veröffentlichung von Franz Naya und Cornelia Wruss, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, die kommen von der Friedrich-Schiller-Universität Jena und von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Liebe Grüße auch nach Mainz, habe ich studiert. Eine sehr schöne Stadt, wenn ihr noch nicht da wart. Es lohnt sich sehr, die mal zu besuchen. Und die schreiben so sehr interessante Sachen zum Thema, also ganz interessant finde ich zu wissen, sowohl die Anzahl als auch die Funktion von Freundschaften verändern sich natürlich im Laufe des Lebens, in der Lebensspanne. Freunde im Jugendalter, ne, die nehmen zu, verringern sich dann aber oft wieder und oft sinkt die Kontaktfreudigkeit im jungen Erwachsenenleben bis hin zum hohen Alter. Da häufig enge Freundschaften erhalten bleiben, muss die generelle Verringerung der Anzahl und der Kontakt mit Freunden keine wirklich nachteilige Auswirkung auf die Lebenszufriedenheit und das Wohlbefinden haben. Ganz interessant, ne? Weil es ist ja auch immer die Sache, es geht ja oft gar nicht darum, möglichst viele Freunde zu haben, sondern tatsächlich eben welche, die einem gut tun. Es unterscheiden sich Menschen darin, wie sie Freundschaften unterhalten. Und diese Unterschiede lassen sich zum Teil auch auf Kontextfaktoren, aber auch auf Persönlichkeitseigenschaften eben zurückführen. Es gibt dann sogenannte Selektionseffekte und Sozialisationseffekte. Also wenn ihr euch da so ein bisschen reinfuchsen wollt sozusagen, schaut es euch wirklich an. Wie gesagt, tolle Veröffentlichung. Und dann stand noch da drin, besonders eindrucksvoll ist ferner, dass Freundschaften nach der Adoleszenz keinen nachweisbaren Einfluss mehr auf die Persönlichkeitsentwicklung zu scheinen haben. Wir sind allerdings der Auffassung, dass das letzte Wort in dieser Frage noch nicht gesprochen ist. Und das finde ich halt eben auch, also ich finde schon auch, dass Freundschaften auch im Alter, also wenn man älter wird und gerade wenn viele ungesunde Menschen, so narzisstische Menschen vielleicht, die auch sehr ausnutzend sind, haben, die können natürlich echt einen ganz schön runterziehen, vor allem wenn man echt oft mit ihnen zu tun hat, ne? Es gibt da auch, hatten sie auch veröffentlicht, den empirischen Nachweis der sogenannten Freundschaftseffekte.
Da sagen sie, sind eben nur teilweise nachgewiesen. Das heißt zum Beispiel sagen Freundschaften mit positiv beurteilter Qualität bei Abnahme von Depressivität, emotionaler Instabilität und Einsamkeit vorher. Und auch das Selbstwertgefühl steigt meist durch positive Freundschaften. Im jungen Erwachsenenalter werden vereinzelt Freundschaftseinflüsse auf die Persönlichkeit berichtet, allerdings mit vergleichsweise geringen Effektgrößen. Fand ich interessant. Und das nächste ist auch, fand ich auch interessant, wenn man zum Beispiel Freundschafts- oder Partnerschaftseinflüsse auf die Persönlichkeit gegenüberstellt, dann erscheint der Einfluss partnerschaftlicher Erfahrungen weitaus stärker und nachhaltiger. Also das heißt, der Einfluss, wenn ihr in einer Partnerschaft seid, ne, dass das auf eure Persönlichkeit größere Effekte hat. Und die Erklärung ist da, die wichtigen Beziehungsqualitäten, emotionale Nähe und Reziprozität in Partnerschaften sind sehr viel stärker ausgeprägt als in Freundschaften. Gibt es eine Veröffentlichung zu aus dem Jahr 2016. Sie sagen aber auch, dass es sinnvoll ist, weiterhin hier zu forschen, insbesondere was die Wechselwirkung zwischen Freundschaft und anderen Beziehungssystemen, zum Beispiel in der Familie oder am Arbeitsplatz betrifft. Da habe ich hingeschrieben, ja bitte. Das finde ich total gut. Ich finde es sehr, sehr interessant, eben zu gucken. Ich finde auch gerade in Bezug auf Narzissmus, so welche Effekte dann, vielleicht auch wenn man sich von den Eltern gelöst hat, vielleicht auch noch in narzisstischen Freundschaften steckt, ja, welche Effekte hat das oder auch im Gesamtbild? Das ist, finde ich, sehr interessant und ja, Freundschaften, wie gesagt, wenn ihr viel, bleibt, auch wenn ihr Single seid und eben keine Partnerschaft habt, euch sehr eng mit narzisstischen Menschen umgebt, dann kann das tatsächlich, das ist jetzt aber keine empirische Untersuchung, sondern tatsächlich so aus der Erfahrung, die ich so habe, auch wirklich einen sehr negativen Effekt einfach auch haben, weil man sich natürlich von Freunden auch oft beraten lässt und dann ist man leider sehr, sehr schlecht beraten oft, denn die beraten einen oft nur aus ihrer Perspektive und eben auch zu ihrem Vorteil. Deswegen schauen wir uns heute mal ein paar Punkte an, was diese stark narzisstischen, ungesunden Freundschaften eben ausmachen kann, dass ihr mal so ein bisschen so ein Gefühl auch dafür bekommt. Zu bestehenden Freundschaften, das kann das eine sein, ne, dass ihr vielleicht auch mal checkt, irgendwie gerade wenn ihr aus einem narzisstischen Elternhaus kommt, macht es manchmal Sinn, da auch nochmal wirklich drauf zu schauen. Aber ich finde auch, wenn ihr irgendwo neu seid, vielleicht zieht ihr irgendwie um, ihr geht mal ins Ausland, ihr wechselt die Stadt oder so und auch darauf zu achten, dass ihr da gut auswählt. Denn ich finde schon, wie gesagt, dass es einen großen Effekt hat und man leider auch, kommt ihr aus einem narzisstischen Elternhaus, die Gefahr leider sehr groß ist, tatsächlich aufgrund erklärbarer Dynamiken auch eben in so etwas zu geraten. Im Übrigen kann ich euch gleich sagen, in diesem Zusammenhang, wer es noch nicht kennt, hier ist mein aktuelles Buch, habe ich euch verlinkt. Nochmal, hier kriegt ihr auch im Buchhandel und online. Und da geht es auch um Beziehungen der Eltern und dann aber auch diese wieder Freundschaften, andere Beziehungen und auch wir gucken dann da auch genau, was liegt eigentlich dahinter. Was kann man aber auch machen? Ja, was macht stark narzisstische Freundschaften oftmals aus? Jetzt schauen wir uns mal ein paar Punkte an. Das eine ist total schnell krasse Freundschaften, so eine krasse Connection. Wisst ihr, stark narzisstische Menschen, die bezeichnen andere Menschen unfassbar schnell als Freunde. My friend, best buddy, oh sweetie, ja. Gleich das große Programm sozusagen und sie hängen sich nicht selten an Menschen, ja, die sie irgendwie ausnutzen können, die vielleicht auch so ein bisschen lost sind, ja, Menschen, die vielleicht auch irgendwie auf der Suche sind, vielleicht auch unglücklich sind, Menschen, die irgendwelche Verbindungen haben oder irgendetwas, was ihnen zum Vorteil ist, materielle Dinge vielleicht auch einfach, die sie mitnutzen können. Narzissten merken sehr schnell leider auch, mit Narzissten meine ich einfach, Narzissmus sehr stark ausgeprägt ist und wie gesagt, Mann, Frau, wie auch immer ihr euch fühlt, ihr könnt bei mir sowieso mal alles tauschen und sie merken das schon durchaus, das ist nicht, weil sie so wahnsinnig schlau sind, ja, sondern sie sind häufig gar nicht so schlau, aber sie merken schon, alles klar, da ist jemand, der ist sehr gebend, der will aber gar nicht so viel haben, das ist ja eigentlich perfekt, denn sie wollen ja, wisst ja, ne, geben, nehmen ist bei denen ja nie ausgeglichen. Sie überschütten einen und das ist das Skurrile oft, auch in Freundschaften am Anfang echt mit Aufmerksamkeit, mit Komplimenten, mit kleinen Geschenken und eben mit diesen tollen Worten und davon kann man sich echt beeindrucken lassen, aber nicht selten switcht das und sie bringen wirklich viel, viel Unglück dann auch ins eigene Leben. Und so geht es auch Tanja. Ne? Tanja ist neulich mit ihrem Partner, also neulich schon etwas länger her jetzt, umgezogen. Und zwar, sie kommen eigentlich aus Norddeutschland und jetzt sind sie nach Österreich gezogen. Und für Tanja ist irgendwie
alles total neu und ihr Mann hat da irgendwie den Job und sie hat aber das kleine Kind. Sie will jetzt auch wieder irgendwann in den Job einsteigen, aber aktuell ja, musste sie sich erstmal, als sie so ein bisschen im Hausbau, sie haben ein Haus gebaut, gekümmert dort und alles gemacht und jetzt ja, kannte sie natürlich dort im Ort keinen und hat dann also ein bisschen angefangen, mal zu gucken für die kleine Lisa irgendwie und hat so eine Sportgruppe gefunden, wo sie dachte, hey cool, dann bringe ich die Lisa da mal hin. Und sie kam da hin und es war da die Kursleiterin, es war die Ella und Ella war sofort Connection. Ella meinte, wow, krass, ja, ich komme aus der Nähe von Hamburg ursprünglich, wow, ist ja Wahnsinn, wir treffen uns jetzt hier in Österreich, das gibt's ja gar nicht, wow, toll. Und sofort war da halt eine Verbindung. Und Tanja war total happy, sie fühlte sich nicht mehr ganz so einsam und so lost. Und Ella integrierte sie auch sofort. Hey, komm, wir gehen heute Abend mal was trinken. Ja, und so fing das Ganze irgendwie an, dass sie sich trafen und nicht nur ab und zu mal trafen, sondern wirklich regelmäßig trafen. Ella hatte auch viel Zeit. Und ja, Ella fragte auch immer sehr akribisch nach, so privat, relativ schnell auch, ja, wie läuft denn das so mit deiner Ehe, mit deinem Mann, ist ja auch schwierig mit dem Haus, ja, und Tanja erzählte ihr halt so ein paar Sachen, ein paar Sorgen, die sie jetzt auch einfach hatten, weil sie halt jetzt auch umgezogen waren. Ja, und immer mehr war es dann aber auch so, dass sich das ganze Treffen, gerade im Sommer, jetzt nach Hause verlagerte und ja, Ella quasi wie Stammgast war. Sie rief auch manchmal gar nicht mehr vorher an, sondern klingelte einfach, ach, ich bin spontan, jetzt habe ich gerade mal keinen Kurs da. Ja, dann hatte Tanja aber auch Probleme, ihr da irgendwie Grenzen zu setzen. Es wurde ihr auch fast zu viel. Und denn Ella, die war immer mehr in ihrem Leben und es war auch so, dass sie irgendwie sich ja immer mehr für ihren Mann interessierte. Das kam Tanja auch wirklich komisch vor, weil sie wollte ja auch nicht undankbar sein. Da war ja diese Connection. Man kam ja auch so ursprünglich aus der Nähe und sie kannte ja auch sonst gar keinen. Und das sagte Ella auch, oh, das ist echt, dass du hier bist, so ein Glücksgriff. Aber sie merkte eben auch, ja, wie Ella immer übergriffiger wurde irgendwie und tatsächlich ihren Mann da angrub. Und das verunsicherte sie aber auch, denn sie wusste auch gar nicht, wie sie das Ella sagen konnte, denn sie wusste, wenn Ella mal was gesagt bekam, dann war sie oft sehr, sehr schnell, wurde sie laut und dann brach sie auch die Freundschaften ab. Und das wollte Tanja, die sie jetzt sehr lieb gewonnen hatte, auch wirklich nicht. Aber sie merkte auch, so wirklich gut tat ihr Ella und auch ihre Ehe nicht mehr. Und das habt ihr ganz oft, dieses krasse Connection eben. Ihr habt jetzt zum Beispiel eben gehabt, was ich euch gesagt habe, ihr seid neu irgendwo, ja, vielleicht neue Umgebung, ihr seid umgezogen. Und dann ist die Gefahr manchmal echt hoch, gerade wenn ihr aus einem narzisstischen Elternhaus kommt, dass ihr da ja tatsächlich an jemanden geratet, aufgrund der Einsamkeit vielleicht in dem Moment auch, dass ihr sagt, wow, und dann ja, habt ihr aber auf lange Sicht nicht viel gewonnen. Also achtet da vielleicht mal so ein bisschen drauf. Wie gesagt, dieses krasse Connection, diese Betonung, das sollte wirklich, da sollten die roten Fahnen, sage ich mal, wirklich wehen. Dann habt ihr oftmals, Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz was machen, ja. Diese jahrelange Freundschaft, ja, seit der Kindheit verbindet einen scheinbar irgendwas, ne? Du bist meine so lange Freundin, ich kenne dich ja schon so gut, ne? Es ist erstmal in diesen Freundschaften oft eine unglaubliche Nostalgie und wenn man genau hinguckt, redet man eigentlich mit diesen Freunden nur über früher, was so lustig war und so toll war, die kennt man auch schon aus der Schule vielleicht irgendwie auch und das ist wenn man genau hinguckt, auch eigentlich die einzige Connection, die man so hat. Leider hat man auch diese Rolle oftmals, die man damals schon hatte, auch in diesen Freundschaften. Denn nicht selten sind die so gewachsen, dass es tatsächlich einer gibt, ja, und das ist man meistens dann selber und der stark narzisstische Mensch, Freund oder Freundin, nimmt eigentlich die ganze Zeit. Ne? Und diese Freundschaften entwickeln sich eben auch, wenn man genau hinguckt, überhaupt gar nicht weiter. Und problematisch wird es auch immer dann, wenn man vielleicht mal etwas verändert oder verändern möchte, dann kommt sehr oft dieser, ich sage das mal den Nostalgiehammer, so buff, ja, nach dem Motto, ja, ach, ja, das stimmt, aber wir machen das schon seit vielen, vielen Jahren so. Ja, guck mal, du bist auch meine enge Freundin und man hat also wirklich Probleme, etwas zu ändern innerhalb der Dynamik dieser Freundschaften und auch eben seine Grenzen zu setzen. Und so ist es auch bei Maxi. Maxi war es jetzt echt langsam, wenn sie genau hinguckte, wirklich satt. Immer musste sie zu Angie nach Frankfurt fahren. Dabei hatte sie eigentlich wirklich den stressigen Job,
Und ja, Maxi, die lebte da irgendwie in Frankfurt und arbeitete so ein bisschen stundenweise, was ja auch super war für sie. Aber immer wieder musste Angie irgendwie ja, zu ihr fahren und sie selber lebte halt in Berlin. Und das war halt für sie auch, wenn sie sich mal sehen wollten, ein riesengroßer Aufwand. Und es war immer so ein bisschen komisch, denn wenn sie genau hinguckte, war es schon immer so, dass sie eigentlich immer zu Angie fuhr, die Maxi, und Angie aber nie zu ihr kam. Und immer wieder, wenn es Anläufe gab und sie mal sagte, du, jetzt haben wir wieder, wir wollen ja unsere Frühjahrswanderung jetzt irgendwie mal machen. Hey, wie sieht's aus? Bei uns hier in Brandenburg gibt's total schöne Wanderwege und du hast meine Wohnung, seit 3 Jahren wohne ich jetzt hier, du hast sie noch gar nicht gesehen, willst du nicht mal kommen? Dann sagte Angie ihr zu, aber ganz kurz vorher sagte sie wieder aus irgendwelchen Gründen ab. Eigentlich war Maxi sauer, aber immer wenn Maxi dann was sagen wollte, sagte ja, Angie, aber es ist jetzt so, ach ja, du weißt, aber du kennst mich doch. Ich würde doch kommen, wenn es nicht wirklich gehen würde. Guck mal, wir kennen uns schon so lange. Was haben wir nicht schon alles erlebt? Und wieder einmal so die Nostalgiekeule, die sie rausholte und so ja die alten Geschichten, bei denen sie wieder landeten. Und so hatte Maxi es wieder nicht geschafft, da ihre Grenze eben zu setzen. Und sie erinnerte sich ja auch immer, sie war ja auch ihre langjährige Freundin, aber wenn sie genau hinschaute, war das schon noch nie eigentlich kein Geben und Nehmen, sondern aus ihrer Sicht nur ein Geben. Also das ist etwas, tatsächlich mal zu gucken, ob ihr so gewachsene Freundschaften habt, die ihr viele Jahre, Jahrzehnte mitunter habt, wer genau hingucken, und das kann echt schmerzhaft sein, tatsächlich, dass es wirklich nur einseitig ist und ihr ganz viel für diese Freundschaft an sich macht, aber euer Gegenüber eben nicht. Und da, wie gesagt, auch oft diese Nostalgiekeule sozusagen rausgeholt wird. Dann ist es auch so, dass man quasi, nächster Punkt, scheinbar das perfekte Gegenstück sozusagen als Freundin gefunden hat. Eine narzisstische Freundin, die traut sich quasi was, die hat Ideen, krasse Ideen, die hat immer wieder irgendwelche Einfälle, will spontan irgendwas machen. Und es ist dadurch irgendwie auch Aufregung im eigenen Leben, aber eben auch wahnsinnig viel Drama. Ja? Und das ist auch etwas, ist man vielleicht selbst ein Typ, der sich vielleicht manchmal nicht traut, der ja so ein bisschen wenig Selbstwert hat, da kann man sich tatsächlich auch erstmal eine ganze Zeit von blenden lassen sozusagen auch, aber man wird häufig, muss man sagen, auch sehr, sehr häufig dann ausgenutzt, denn dieses Aufregende auf der einen Seite, also nächtliche Anrufe, weil wieder irgendein Chaos ist oder man sich vielleicht wieder irgendwie stundenlang zuhören muss, weil sie wieder irgendetwas Krasses irgendwie gemacht hat, oder man muss ganz schnell mit ihr irgendwo eine Wohnung suchen oder besichtigen fahren, weil sie mal wieder den Job gekündigt hat und auf einmal wieder einen neuen hat. Oder man muss mit Geld aushelfen, weil sie plötzlich mal wieder pleite ist. Und man geht diese Dramen eben mit, ist vielleicht auch Tag und Nacht mitunter immer wieder erreichbar, dann taucht sie aber manchmal auch irgendwie ab, die Freundin oder auch der gute Freund. Aber es ist auf der einen Seite ja belastend, aber vielleicht auch eine kleine Aufregung im Leben sozusagen auch, über lange Sicht aber auch tatsächlich mehr geben als nehmen. Und es ist auch keine vielleicht wirklich positive Aufregung. Womit ich nicht sagen will, stark narzisstische Menschen können tatsächlich mal so für einen Abend ganz unterhaltsam sein. Das kann auch mal ganz witzig sein. Aber das ist wirklich etwas, dass sie gegenüber oft eben auch in diese Dramen mitunter hineinziehen wollen und das auch ständig machen. Und man dann ständig auch dafür da ist, das aufzufangen. Also da solltet ihr auch mal drauf achten, ist es vielleicht so, dass ihr, wie gesagt, da so ein Gegenstück gefunden habt, leider ungesund, dass die Aufregung in euer Leben bringt, dass ihr euch vielleicht im gesunden Maß eher auch irgendwie selber holen solltet, aber da kommen wir auch gleich noch drauf. Dann gibt es ein Phänomen bei stark narzisstischen Menschen, finde ich immer, habe ich auch schon vor vielen Jahren, das werde ich euch mal hinten reinpacken. Das habe ich vor vielen, vielen Jahren gemacht. Ich habe mal geschrieben, Narzissten sind wie U-Boote, ja, sie tauchen immer wieder auf. Ja, und das ist wirklich so, denn auch nach Jahren und Jahrzehnten melden stark narzisstische Freunde sich durchaus wieder. Und manchmal machen die das auch über ganz merkwürdige Umwege, denn stark narzisstische Menschen haben echt keine Hemmung und keinen Scham, sich auch nach Jahren zu melden. Komplett egal, wie ätzend ihr Abgang auch gewesen ist. Also auch wenn man sich total zerstritten hat oder sind einfach abgetaucht oder hatten auf einmal Partner und waren auf einmal nicht mehr erreichbar, dann tauchen die auch nach Jahren und Jahrzehnten einfach auf. Es werden dann die guten alten Zeiten nicht selten auch getriggert und man kann, muss man auch sagen, leider ganz schnell auch wieder da anfangen, wo man irgendwann mal geendet hat.
natürlich nicht das nochmal zu besprechen, was da mal passiert ist, sondern man müsste dann wieder in die alten Rollen sozusagen kommen und sollte sich natürlich tunlichst überlegen, ob man das auch wirklich möchte. Aber da müsst ihr halt auch aufpassen, nicht diese guten alten Zeiten, und dann blendet ihr vielleicht auch das, was vielleicht nicht so toll war, irgendwie auch aus. Aber das ist halt auch ein Phänomen oftmals. So ist es auch hier bei meinem Beispiel, also Francesca, du wirst es nicht glauben, wer gerade hier war, sagte Francesca zu ihrer Schwester Paloma. Was ist los, sagte Paloma, und sie ahnte tatsächlich schon nichts Gutes. Gerade war Charlie da, ne? Die war doch in der Klasse und ihr wart doch voll lange auch befreundet. Du glaubst es nicht. Die wohnt jetzt wieder hier und wir haben auch ganz kurz gesprochen. Sie würde dich mal super, super gerne wiedersehen, hat sie gesagt. Und sie hatte so einen kleinen Zettel, den hat sie mir jetzt auch gegeben mit ihren Kontaktdaten, hat auch noch ein bisschen was dazu geschrieben, was bei ihrem Leben passiert ist. Wow, voll viel, er hat die Scheidung jetzt durch und so, hat jetzt auch Kinder. Aber ist jetzt wieder im Ort hier bei mir gelandet. Sie weiß gar nicht, wie sie darauf gekommen ist. Sie wusste, dass ich jetzt halt im Ort geblieben bin. Hier in unserem Heimatort irgendwie auch und ja, ist echt abgefahren und sie hat auch erzählt, wie gesagt, was in ihrem Leben so irgendwie los war und dass sie jetzt auch mal gucken will, irgendwie die alten Connections so und hat von euch erzählt, was ihr früher alles gemacht habt und so und ich habe gesagt, dass du dich ganz bestimmt meldest, ne? Ja, und Francesca wurde ehrlich gesagt kurzzeitig übel. Charlie, die ihr wirklich das Leben als Kind und Jugendliche wirklich jahrelang man erst zur Hölle gemacht hatte, die dann aber irgendwann ihre Freundin wurde, wahrscheinlich eher aus der Not heraus, weil kaum noch jemand übrig war und vielleicht auch, weil Francesca schon recht früh einen Führerschein und ein Auto hatte und sie immer mit zu den Partys nehmen konnte. Charlie, die sie finanziell schon damals echt ausgenutzt hatte und Charlie, die plötzlich nach vielen, vielen Jahren einen Freund hatte und nicht mehr für sie erreichbar war. Und diese Charlie wählte sich nun wieder, als wäre nichts passiert. Francesca war völlig klar, dass sie da eigentlich keine Lust drauf hatte, aber Paloma, ihre Schwester, ließ fast nicht locker, da jetzt so ein schönes Treffen zu Hause zu initiieren, so ein bisschen Nostalgie. Ja, das habt ihr, wie gesagt, sehr, sehr oft. Das ist so ein ziemlich typisches Ding. Wie gesagt, die melden sich vor allem dann wieder, wenn in ihrem eigenen Leben dann plötzlich ja wieder nichts los ist oder so, oder sie denken, sie können da wieder andocken mit dem Ausnutzen und da gehen sie dann verschiedene Wege. Und es kann einmal sein, dass sie über Social Media wieder auf einmal Kontakt aufnehmen, auch sehr, sehr penetrant, ja, dass man sie quasi kaum los wird oder wenn das nicht funktioniert, halt über irgendwelche anderen Umwege. Da solltet ihr auf jeden Fall auch aufpassen und euch immer überlegen, war das wirklich eine gute Freundin damals oder ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass es jetzt auch vorbei ist seit langer Zeit. Ja, was solche ungesunden Freundschaften mit Narzissten auch echt ausmacht, ist, die versauen einen die wirklich schönsten Momente, um selbst Aufmerksamkeit zu bekommen. Und man kennt das aber schon und toleriert das tatsächlich ein Leben lang mitunter, wenn es eine Freundin ist, die ihr schon ewig aus Kindheitstagen kennt oder jetzt auch neue Freundschaften, die ihr auch eine Zeit lang irgendwie habt. Da ist zum Beispiel die Hochzeit als, wie ich finde, echt unterirdischstes Event sozusagen, aber auch das im Extremfall nutzen sie sogar die Hochzeit der guten Freundin, um sich da selber in den Mittelpunkt zu stellen. Sie ziehen sich vielleicht mega aufreizend auf, um dann im Mittelpunkt irgendwie auch zu stehen. Sie schnappen sich vielleicht ständig das Mikro, ja, um Aufmerksamkeit eben auch zu bekommen. Sie veranstalten Dramen vielleicht auch. Also das ist wirklich etwas, da könnt ihr auch mal drauf achten. Das machen ja auch vor allem auch verdeckte Narzissten super, super gerne, aber auch offene. Verdeckte Narzissten hier oben, hier unten auch gerade zu diesem, ich sag mal, Momente versauen, ja, nenne ich es einfach mal so ganz platt, ja. Also sprich, Aufmerksamkeit anderen zu nehmen, wenn die eigentlich einen schönen Tag haben sollen. Wie gesagt, Hochzeiten ist so ein Punkt, vor Beerdigungen schrecken sie quasi auch nicht zurück. Oder irgendwelche Feierlichkeiten, Kindergeburtstage könnt ihr da nehmen. Also alles Mögliche, wo sie sich irgendwie ja, in den Mittelpunkt stellen, obwohl man selber im Mittelpunkt irgendwie stehen sollte. Also das ist etwas, da könnt ihr auch drauf achten, denn eine gute Freundin würde das natürlich nicht machen. Ja? Die stellt sich bei einer Hochzeit natürlich in die zweite Reihe und sorgt dafür, dass die Freundin einen schönen Tag hat.
Und das machen stark narzisstische Menschen nicht. Und wenn man ihnen das aber spiegelt, komme ich aber gleich noch drauf, dann können sie das gar nicht verstehen, warum man zum Beispiel bei der Hochzeit so spießig ist, dass sie sich da irgendwie vielleicht so verhalten haben. Das nächste ist toxische Freundeskreise. Ja, muss man auch sagen. Man hat nicht selten, nicht nur leider einen toxischen, ungesunden, stark narzisstischen Freund, wenn man genau hinguckt, wenn man sehr tief da drin hängt, sondern mitunter tatsächlich ganze Freundeskreise. Ihr habt ganze Cliquen, die aus Menschen bestehen, die zum Beispiel auch stark narzisstisch sein können. Da kann ich euch hier oben, hier unten auch nochmal ein Video zu empfehlen. Da kann man auch super reingeraten, leider. Und auch da empfindet man zum Beispiel so ungesunder Humor. Da wird so ganz komischer Humor irgendwie auf Kosten anderer ständig gemacht. Oder man wird ausgenutzt. Man ist in diesem Freundeskreis tatsächlich vielleicht der Geber die ganze Zeit, während lauter narzisstische Menschen immer nur nehmen. Ja? Und da könnt ihr auch reingeraten. Das heißt also, wenn ihr euch diesem Thema nähert, tatsächlich auch mal zu gucken, auch vielleicht bei Freundschaften, wo ihr denkt, naja, weiß ich nicht so recht, ja, oder auch bei Gruppen, ist das alles so vom Verhalten her wirklich in Ordnung? Ist es ein Geben und Nehmen? Werde ich hier ausgenutzt oder auch abgewertet? Da könnt ihr wirklich drauf achten. Und dann habe ich es genannt, hier Job-Friends irgendwie, müsst ihr auch drauf achten. Statt narzisstische Menschen, die vermischen sehr oft dieses Thema Job und Freundschaft, ist auch ein Thema oft, weil sie einen darüber dann oft auch ausnutzen. Ne? Sie nennen einen total schnell auch im Job, ja, auf einmal ist man die enge Freundin schon, obwohl man irgendwie Arbeitskollegin ist. Und die vermischen oft diese Themen, um dann ihre Vorteile eben daraus zu generieren. Also auch da müsst ihr gucken, was nicht heißt, dass man mit Arbeitskollegen nicht befreundet sein kann. Aber das geht einfach zu schnell, es ist zu viel, es sind zu viele Informationen einfach auch und es wird ausgenutzt. Und das sind so Punkte. Ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, finde ich, wieso hat man viele Freunde, die stark narzisstisch sind? Warum ist es mit diesen stark narzisstischen Freunden halt so ein ungesundes Match? Also, es ist die Rolle zu Hause, die man mitunter hatte. Ich gehe ja oft in die Vergangenheit. Ich finde es nämlich so wichtig, weil man da oft einfach schon tatsächlich schon die Basis gelegt bekommt, oft seiner Rolle, die man hat. Natürlich ist man heute erwachsen, man kann sich da auch rausentwickeln, aber wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ist es oft schwierig. Und so sucht man sich eben leider so entsprechend quasi Mutter und Vater, ja, dann wie Mutter und Vater im Freundeskreis, obwohl man das vielleicht gar nicht möchte. Man ist die oder der Gebende und Kümmerer und wird eben von narzisstischen Freunden ausgenutzt. Also das ist wirklich, wie ich finde, immer so echt ein Merkmal, wenn man genau hinguckt, ausgenutzt zu werden. Ja? Man hält lange fest und kämpft um diese Freundschaft, ganz egal, wie schlecht und ausnutzend sie ist. Das habt ihr auch sehr oft und es ist auch sehr ernüchternd, wenn man nämlich Narzissten, wie gesagt, Grenzen setzt. Oft der Effekt, dann sind die weg, auch jahrelange Freunde und das will man vielleicht nicht und macht dann trotzdem weiter, entschuldigt sich wieder für Sachen, wo man sich eigentlich gar nicht entschuldigen müsste oder ja, fährt wieder doch zu Besuch, ne? Maxi, Angie, ne? Dann fährt man doch wieder hin, denkt man, ja, wir kennen uns doch so lange und ich weiß auch nicht, ich will es auch nicht aufgeben, ne? Und da eben zu gucken und zu sagen, hey, aber dann ist es dem Gegenüber ja gar nicht scheinbar, wenn der das immer absagt, aber ich mich immer da bewegen muss sozusagen. Dann, man weiß auch einfach nicht, wie gesunde Beziehungen und auch so Freundschaften auf Augenhöhe aussehen. Dafür muss man sich nicht schämen. Auch wenn man älter ist, wurscht egal, wie alt ihr seid, ob ihr in den 20er, 30er, 40er, 50er und wie auch immer ja, seid, kann es sein, dass man das wirklich nicht so richtig gelernt hat, weil man eben in ausnutzenden Freundschafts- und Bekanntschaftsbeziehungen immer gelebt hat. Das kann man aber durchaus lernen. Deswegen finde ich ja das auch so wichtig, wie gesagt, euch so ein bisschen zu sensibilisieren, worauf man achten kann. Denn dann kommt man dahin, dass man auch enge Bindungen eben eingehen kann, die auf Augenhöhe sind und nicht ausnutzend. Denn geben und nehmen, habe ich hier geschrieben, schätzt man generell einfach falsch ein. Ihr seid einfach gewohnt, wahnsinnig viel zu geben und immer da zu sein. Der Umgang miteinander ohne Abwertung, das ist normal, womit ich nicht meine, dass man, das ist nämlich auch oft die Sache des narzisstischer Humor halt, der so abwertend ist. Hier oben, hier unten nochmal ein interessantes Video dazu. Enge Freundschaften, die machen mal einen Scherz, aber nicht bösartig. Das macht ja auch gar keinen Spaß. Ja? Aber man kennt es vielleicht gar nicht anders. Und man kennt es auch nur so, dass man sich so Liebe, Zuwendung erarbeiten muss. Und das auch in Freundschaften. Also, dass man quasi gemocht wird, nur wenn man halt die Freundin besuchen fährt. Wenn man sogar noch einen Kuchen, ganz viele Geschenke mitbringt. Ja? Dass man nur von ihr irgendwie
aufgenommen wird und irgendwie Sachen mit unternehmen kann, wenn man sich halt auch ordentlich sozusagen kümmert im Hinblick auf den Narzissten. Also, ne, dass man da irgendwie unglaublich unter Stress die ganze Zeit ist. Man lässt sich von der Dauer eine Fessel anlegen, habe ich hier geschrieben. Man kann doch eine 20-jährige Freundschaft nicht einfach beenden. Da habe ich in Klammern geschrieben, klar kann man das. Das kann man, ja. Und das ist manchmal auch richtig gut und auch wichtig. Und man merkt manchmal auch erst nach einiger, also wenn man etwas Abstand hat und eine Freundschaft vielleicht auch beendet hat, also sprich aussortiert hat, wow, man hat eigentlich nicht viel verloren. Man hat an diesen 20 Jahren gehangen, aber an sich, ja, da gab es schöne Momente, aber so richtig viel verloren hat man da nicht, sondern viel mehr gewonnen, nämlich Zeit, um nach anderen Freunden zu gucken. Man lässt sich wieder einfangen nach langer Zeit, wenn man selbst einsam ist und in einer unglücklichen Beziehung. Oder man denkt halt eben auch, diese Freundin hat sich verändert. Das war ja mein Beispiel, ne, mit Francesca und Charlie. Also wenn Charlie eine klare Haltung, Francesca eine klare Haltung hat, habe ich euch gesagt, ne, und sagt, oh nee, Charlie, Red Flag, das. Kein Kontakt mehr. Aber gehen wir mal davon aus, wenn Francesca jetzt vielleicht auch in einer Lebensphase ist, wo sie irgendwie einsam ist, vielleicht auch so ein bisschen Nostalgie irgendwie auch ist, vielleicht weil sie unglücklich in ihrem eigenen Leben auch ist, dann kann es sein, dass sie sich tatsächlich davon wieder sozusagen einfangen lässt, vielleicht auch daran glaubt, naja, vielleicht hat sie sich ja grundlegend verändert, die Charlie, wer weiß, ja. Und das ist sehr, sehr schwierig und da müsst ihr echt, wie gesagt, total aufpassen. Und dann kann es eben auch sein, dass man sich einfach sehr einsam fühlt. Das hatten wir am Anfang, dieses Beispiel. Das ist halt eben auch etwas, dass man da auch anfälliger ist, dieses ungesunde Match einzugehen. Ja, was macht das mit einem? Wie gesagt, die Studien, ich hoffe, da wird echt noch ein bisschen mehr geforscht, mal zu gucken, auch diese Auswirkungen dieser Freundschaften. Ich finde nämlich, es macht echt viel mit einem. Man verbringt tatsächlich, klar, Zeit in der Familie, deswegen auch Einfluss auf der Familie, auf einen selber. Aber ich finde, man verbringt einfach auch echt viel Zeit mit guten Freunden, also auch oder Bekannten, mit Hobbys einfach vielleicht auch, ne? Wenn ihr irgendwie regelmäßig in einer Laufgruppe seid, ist so ein Punkt. Oder wenn ihr irgendwie eine Yoga-Gruppe habt oder wenn ihr irgendwie Traveler seid und mal eine Gruppenreise öfter mit so einer Gruppe macht oder so. Also man verbringt durchaus Zeit mit diesen Menschen und das ist wirklich etwas, wenn man sich immer wieder so ausnutzen lässt und auch eben nicht wirklich wahrgenommen, ernst genommen wird, das tut einem einfach nicht gut. Das kann wirklich, finde ich, zu Stress führen. Hier unten nochmal ein Video zum Stress, also die Narzissten einen eben auch stressen und was es mit einem macht, aber was man auch machen kann. Man hat menschliche Enttäuschung und finanzielle Verluste. Das macht es eben auch mit einem. Also ich habe euch gesagt, diese dramatischen Freunde gerade, ja, die sind ganz aufregend, das ist mal ganz toll, aber wenn ihr vielleicht mal eine Idee habt, irgendwas Tolles zu machen, dann sagen die zu und sagen kurz vorher wieder ab. Ja? Oder wenn ihr sie wirklich mal braucht, in einer wirklichen Notlage, sind sie nicht da. Oder finanzielle Verluste ist auch ein wichtiges Thema. Ihr wisst, Narzissten sind unfassbar finanziell ausnutzend, einfach oft auch. Das heißt, wenn man solchen Freunden irgendwie was leiht, dann könnt ihr davon ausgehen, das kriegt man oftmals dann nicht wieder. Und dann hat man finanzielle Verluste, das sollt ihr auch nicht haben. Man hat krass ungesunde Freundeskreise, habe ich hier noch geschrieben. Wie gesagt, in Gruppen, wenn ihr ganz stark euch mit Narzissten umgebt, ist es leider keine Seltenheit. Man trifft Fehlentscheidungen, das kann auch sein, wenn man sich natürlich von stark narzisstischen Menschen beraten lässt sozusagen. Ja, man sagt, eine gute Freundin ist, finde ich, immer eine gute Beraterin auch. Ein wertvoller Mensch, diesen Rat man auch trauen sollte. Und da muss man aufpassen, weil Narzissten raten einem nicht das, was einem selber irgendwie gut tut. Nein, die finden das sogar gut, wenn die Freundin auch mal scheitert irgendwie auch, ne? Wenn sie dadurch Vorteile vielleicht auch generieren können. Und können dann immer gar nicht verstehen, dass ihr Rat doch gar nicht hilfreich war. Man hält an alten Freunden fest und hat keine Gelegenheit, neue zu treffen. Das ist auch was. Ne? Dieser Nostalgiehammer, Fesseln habe ich es vorhin genannt, tatsächlich gefesselt in alten Freundschaften. Ihr habt nur eine begrenzte Zeit am Tag. Ne? Und wenn ihr natürlich viel Zeit, und Narzissten brauchen viel Zeit, die rufen manchmal auch ewig an zum Beispiel und wollen sich treffen und dann mal Videocall und dies und das. Ja, und dann habt ihr gar keine Zeit, erstmal darüber nachzudenken, wie ungesund es oft ist und auch natürlich neue Freundschaften zu finden, weil das wollen die ja auch nicht. Sie wollen ja den Mittelpunkt auch darstellen.
Eine Niedergeschlagenheit, weil man auch hier keine Liebe sozusagen bekommt. Also man ist oft nach Treffen tatsächlich mit stark narzisstischen Freundinnen mitunter auch echt, ja, so ein bisschen, weil die halt auch oft gemein sind, manchmal so Sprüche machen und einen auch treffen und man auch merkt vielleicht, die haben gar kein wirkliches Interesse, weil sie auch Unterhaltung abbrechen, dass sie wirklich, ja, dass man da auch diese Liebe, die man vielleicht auch hofft, da zu bekommen, hat man sie schon zu Hause nicht bekommen, hat man sie vom Partner nicht, vielleicht da irgendwie so, dass man die auch nicht bekommt. Da muss man echt sagen, ungesunde Freunde bestätigen einen auch in ungesunden Liebesbeziehungen. Das ist leider auch oft so. Ne? Die wollen natürlich auch nicht, dass man sich positiv entwickelt und sagen dann, bleib doch in deiner Ehe, Mensch, mein Gott, du, schau mal, Chiara, du bist da jetzt irgendwie, du bist jetzt, weiß ich nicht, wie lange seid ihr jetzt zusammen? 10 Jahre. Der Kleine ist jetzt auch 9 Jahre alt. Mensch, ein paar Jahre halt doch noch durch. Das ist doch auch für dich. Guck mal, wie du jetzt wohnst und so, das kriegst du doch nicht wieder. Ne? Und also bestätigen einen eben nicht in der Weiterentwicklung und sagen nicht, hey, guck doch einfach, wie du auf eigenen Beinen stehen kannst und du kommst da auch raus und geben ihnen Power in dem Sinne, sondern geben ihnen eigentlich keine Power, sondern bestätigen, wie gesagt, bleib in ungesunden Jobs, Beziehungen, wie auch immer. Also schlechte Ratgeber dann auch. Ne? Das Versauen schöner Momente ist man gewohnt und akzeptiert diese. Das habt ihr halt auch, also dass ihr, ich habe es mit der Hochzeit vorhin gesagt, man sieht das vielleicht schon gar nicht mehr, weil man es so gewohnt ist. Mitunter wird man von außen auch darauf angesprochen, sag mal, deine eine Freundin auf der Hochzeit, was war das denn? Ja, und man verteidigt sie dann noch. Nee, aber ist doch so und redet dann auch quasi mit den Worten, findet es aber trotzdem ein bisschen komisch. Sie sind wirklich übergriffig, auch was die Zeit betrifft. Sprachnachrichten, stundenlange Sprachnachrichten, die man sich anhören soll, weil stark narzisstische Menschen, die klauen sich auch gerne mal die Zeit von anderen und Anrufe, die Länge der Anrufe, auch wann sie auf einmal anrufen. Man ist im Urlaub, das wissen sie auch, rufen trotzdem an, kotzen sich die ganze Zeit irgendwie aus, verderben einem so schöne Momente, schreiben E-Mails. Also das ist wirklich auch etwas, das kostet einfach eure Zeit, es nimmt eure schönen Momente eben auch und das ist natürlich Käse. Weil das nicht gut ist, habe ich natürlich wieder mal einen ganzen Schwung Tipps. Was sollte man im Hinblick auf Narzissmus und Freunde beachten? Was sind Red Flags und wie sollte man seine Grenzen setzen? Ja, Grenzen setzen ist ein wichtiges Thema natürlich auch. Im Übrigen, wenn ihr individuelle Tipps braucht, das sind jetzt allgemeine Tipps, können wir natürlich auch sprechen per Videocall oder Telefon. Habe ich euch hier unten auch nochmal verlinkt. Auf meinem Blog könnt ihr alle Infos dazu kriegen. Auch direkt buchen sogar. Also das könnt ihr euch mal gerne anschauen, wenn ihr das wollt. Da habe ich hier die eine Fragestellung, warum gerate ich immer wieder so an narzisstische Freunde? Und da habe ich einen interessanten Bezug gemacht zu dieser Veröffentlichung von den beiden, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, Naya und Wurz. Ich hoffe, ich habe sie, wie gesagt, richtig ausgesprochen. Also, die Gelegenheiten zum Freundschaftsschluss mögen zumindest teilweise auf Zufall beruhen. Inwieweit diese Gelegenheiten aber genutzt werden, hängt jedoch wesentlich von den individuellen Besonderheiten und deren Passung zwischen den Beteiligten ab. Und da, finde ich, greift eben dieses ungesunde Schlüssel-Schloss-Prinzip, was ich euch vorhin gesagt habe, eben, ne? Es nennt sich ja Narzisst und Komplementärnarzisst. Der Komplementärnarzisst ist aber kein Narzisst. Das ist jemandem, dem die gesunde Portion Narzissmus, Egoismus eben fehlt. Habt ihr auch in Freundschaften. Das greift dann leider zusammen. Also, als allererstes auch mal zu erkennen, dass man anfällig sein kann, wenn man aus einem stark narzisstischen Elternhaus kommt. Das ist so. Selbst wenn ihr euch schon weiterentwickelt habt, kann es einfach sein, dass ihr da trotzdem euch immer mal wieder so ein bisschen begeistern könnt, erst einmal. Aber dann ist doch wichtig, den Kopf einzuschalten, hinzugucken und zu sagen, Vorsicht, Vorsicht, vielleicht nicht wirklich im engen Freundeskreis. Vielleicht mal treffen, aber mehr auch nicht. Sich einzelne Freundschaften, egal wie lange man sie hat, anschauen. Und zwar in Hinblick auf, da habe ich so ein paar Punkte. Wie ist das Verhältnis zwischen Geben und Nehmen in diesen Freundschaften? Und da bitte nicht entschuldigen, ja, der kann ja nicht, weil, sondern wirklich mal ganz nüchtern sich das anzugucken. Wie ist der Umgang miteinander? Ist der wertschätzend oder ist der abwertend? Sehr oft. Fühlt man sich oft ausgelaugt nach so einem Kontakt? Finde ich auch. Finde immer, wenn man narzisstische Freundschaften, danach fühlt man sich einfach echt ausgelaugt, ja, nach so einem Abend und ausgesaugt irgendwie auch.
Hat man Probleme, Grenzen zu setzen, auch zum Beispiel was Zeit und Ort betrifft? Also habt ihr Hemmungen, Grenzen zu setzen, weil ihr schon Sorge habt vielleicht auch, denn ja, dass es dann zu Unstimmigkeiten innerhalb der Freundschaft kommt, die auch zu einem Bruch führen kann. Ist eine gewisse Zuverlässigkeit oder wird man oft versetzt, auch bei Terminen, die einem selber eben wichtig sind? Das habt ihr manchmal auch, das habt ihr nicht immer, aber Narzissten und die Zeit anderer Menschen, die nutzen die oft eben aus, nehmen das nicht für ganz so ernst. Also das ist etwas, da könnt ihr auch durchaus drauf achten. Versucht es einfach mal für euch in einer ruhigen Minute vielleicht mal zu bewerten. Und wie gesagt, ich habe hier nochmal geschrieben, und bitte ohne das gleich zu entschuldigen. Denn das ist man mitunter echt gewohnt, immer eine Erklärung, weil das kennt man ja, diese Erklärungen, warum wieder was nicht geht von den Narzissten. Schiebt das mal weg. Guckt es euch wirklich einfach mal nüchtern an. Denn, wie gesagt, mit narzisstischen Freunden ist dieses schlechte Verhalten, ausnutzende Verhalten, ist ganz oft so, ja, die ist eben so, ne, die hat zu Hause ja auch viel Stress, sie weiß es nicht besser, ja. Solche Sachen eben mal außen vor zu lassen und dann kann man diese Beziehung tatsächlich auch klarer betrachten und dann kann man eben auch besser seine Grenzen setzen und das kann ich euch ans Herz legen, das auch wirklich zu machen. Grenzen setzen heißt nicht, ihr müsst gleich sofort, das Wort sind wir beim Aussortieren vom Anfang, ihr müsst nicht alle sofort aussortieren. Setzt eure Grenzen und guckt, was passiert. Guckt einfach und schaut eben auch, was bringt euch diese Freundschaft, ist sie wirklich förderlich für euch und dann könnt ihr da eben schauen, welcher Art Kontakt oder ob ein Kontakt euch irgendwie auch gut tut. Dann 3 Fragen. Das erste ist, hast du vielleicht ja ein oder mehrere stark narzisstische Freunde? Das zweite ist, wie behandeln sie dich? Wie ist der Umgang mit ihnen? Wie fühlst du dich mit ihnen? Das dritte ist, wie kannst du beginnen, da jetzt deine Grenzen zu setzen? Ja, ihr Lieben, hier sind jetzt die Videos. Wenn es euch gefallen hat, liked es gerne. Schickt es auch super gerne an jemanden, dem es weiterhelfen kann. Ansonsten meldet euch auch gerne, wenn ihr Fragen habt. Ich wünsche euch eine zauberhafte Woche mit hoffentlich tollen Freunden oder vielleicht auch alleine. Das ist ja auch manchmal ganz nett. Ich werde bestimmt wieder irgendwas Tolles, Sportliches machen. Wie gesagt, ihr kennt mich ja und freue mich aber total, wenn ihr nächsten Samstag wieder vorbeischaut bei Narzissmus verstehen. Ich habe mir bestimmt wieder was Interessantes hoffentlich für euch ausgedacht und dann gucken wir uns das gemeinsam an und habt bis dahin eine ganz zauberhafte Zeit. Macht es gut, bis dann. Tschüss.